Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu unserem Herzenstore öffnen Podcast mit euch, mir und dir, liebe Biene. Hallo, lieber Benny. Wir haben uns jetzt gerade kurzfristig dazu entschieden, ein sehr, finde ich, spannendes Thema anzusprechen. Ja, Vielleicht ein bisschen kontrovers für manch einen, aber spannend ist von einem Medium wie dir auch zu erfahren, was da wirklich dahinter steckt. Und unser heutiges Thema ist, die Arcturianer. ganz genau, weil deine Hauptaufgabe auf diesem Planeten ist ja das Medium sein. Ja. Und du stehst auch im regen Kontakt mit außerirdischen Wesen, wie zum Beispiel den Arcturianern. Richtig. Ist das nochmal was anderes als mit einem Engelswesen? Ja, auf jeden Fall. Also ich jetzt als Medium stehe in Kontakt mit verschiedenen Arten von, weiß nicht, wie man das bezeichnet. Lebewesen, Wesenheiten Genau. aus der Wirklichkeit? Und ja, es gibt aber auch auf Erden einige Wesen, die hier als Mensch leben, mit denen ich im Kontakt stehe, die ähnliche Aufgaben haben, aber nicht im Geheimen, aber halt nicht in der Öffentlichkeit arbeiten. Und natürlich stehe ich auch in Verbindung mit Wesen von anderen Planeten, die höher entwickelt sind als wir Menschen. Und dazu gehören die Arcturianer. Und was ist der Grund, warum die Arcturianer sich bei dir gemeldet haben? Also ich wurde von der geistigen Welt erstmal darauf hingewiesen, auf die Arcturianer. Das ist auch ganz wichtig, sonst hätte ich es auch gar nicht gemacht. Also für mich war jetzt schon wichtig, dass ich erstmal von der geistigen Welt erfahre, wer sind die Arcturianer eigentlich, was machen die, warum soll ich Kontakt aufnehmen. Und als das abgeklärt war, habe ich Kontakt aufgenommen und der erste Kontakt, den ich überhaupt mit einem Arcturianer hatte, der trägt den Namen Maurice. Und ich habe sofort gemerkt, gefühlt, gehört, was das für ein liebendes Wesen ist. Und da unterscheidet man natürlich jetzt von einem Engelswesen oder ein Wesen von einem anderen Planeten. Und dieser Planet, also diese Wesen, die diesen Planeten bewohnen, sind auf jeden Fall sehr viel höher entwickelt in ihrem Bewusstsein. Aber dennoch haben sie jetzt nicht die Funktion eines Engels zum Beispiel. Ja? Und warum ich aufgefordert wurde, da Kontakt aufzunehmen, war, weil eine Gruppe der Arcturianer aufgefordert wurde, auf unseren Planeten zu kommen, um mitzuhelfen. Also Dinge zu erledigen, die wir Menschen so nicht erledigen können, weil unser Wissen dazu nicht ausreicht. Und das ist kein Eingriff in den freien Willen, wovon wir auch oft sprechen? Nein. Weil? Weil die Arbeiten vollzogen haben, die sozusagen schon im Gange waren, nur haben sie das sozusagen gefestigt und so Aufgaben übernommen, also um ein Beispiel zu bringen, die Gitternetze zu stärken. Was ist ein Gitternetz? Es gibt verschiedene Gitternetze und eines der wesentlichen und wichtigsten Gitternetze wird das Erdgitternetz genannt. Und dort passieren ja sehr viele Dinge vom planetaren Bewusstsein aus. Und dadurch, dass zu der damaligen Zeit, wo das eben entschieden wurde, dass die Arcturianer kommen, war das eben so, dass dieses Gitternetz sehr geschwächt war. Weil dieses Licht, was zu uns gebracht wurde, also diese ganzen Energien, die also jetzt nicht nur durch uns und unsere Frequenz, sondern allgemein auf den Planeten gebracht wurde, dafür war dieses Gitternetz nicht ausreichend gestärkt. Und die Arcturianer hatten halt die Aufgabe, dieses Gitternetz zu stärken. Und das ist kein Eingriff oder keine Manipulation. Also das durften sie machen und das haben sie auch gemacht. Und ja, sind wir eigentlich, ohne dass das die Menschen wissen, zu großem Dank verpflichtet, weil die einen riesen Beitrag leisten. Die Arcturianer, sie sind uns Menschen sehr, sehr zugewandt. Lass uns noch mal ganz kurz zurück zu
Bevor wir noch tiefer in die Erde eintauchen, zurück zu Ihrem Planeten, Ihrer Lebensform. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Sind das organische Wesen oder sind das Lichtwesen oder organische Wesen in einer höheren Frequenz? Ist schwierig zu beantworten, weil die Arcturianer sich verändern können. Also die haben die Möglichkeit, sich zu verändern, und wenn sie bei uns sind, könnten sie die Gestalt eines Menschen annehmen. Auf ihrem Planeten sind sie Lichtgestalten. Und wie leben die Arcturianer? Die haben eigentlich eine sehr schöne Lebensform. Also ich finde das sehr schön. Die leben in Gruppen, und bei den Arcturianern gibt es jetzt nicht diese Art der Lebensform, wie wir sie kennen, sondern eigentlich noch ein bisschen eher so, wie es früher in Avalon war, also dieses Gruppenleben. Und es schließen sich immer die Gruppen zusammen, die sozusagen also wie es mir erklärt wurde, die gleiche Farbenergie tragen. Und so entscheiden die sich, in welcher Gruppe sie leben wollen. Und in dieser Gruppe gibt es jetzt keine bestimmten Hierarchien, sondern die leben einfach friedlich zusammen. Mhm. Man kann sich das alles noch sehr schwer vorstellen. Ganz schwer. Ja, was das wirklich bedeutet. Also du hast ja mal davon gesprochen, dass sie sich auch fortpflanzen. Ja. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, aber wenn sie energetische Wesen sind, wie pflanzen sie sich dann fort? Ja, wir denken halt natürlich in unsere Dualität mit unserem Wissen und unserem Verstand, dass nur so, wie wir uns fortpflanzen, etwas Neues entstehen kann. Das stimmt ja halt nicht. Gell? Also es gibt viele Möglichkeiten, wie man sich erneuern oder fortpflanzen kann, ohne das, was wir kennen. Und bei den Arcturianern wird halt durch Verschmelzung ein neues Lichtwesen erzeugt. Ich meine, die geistige Welt kann ja auch Lichtwesen, also auch Leben erzeugen. Mhm. Ich meine, wie ich das mir immer persönlich vorstelle, ja, weil die meisten mal davon sprechen, ja, möchte gerne mit dem Körper, mit der Mehrkörper reisen, meinen Körper dann irgendwo manifestieren. Ich meine, letztendlich gibt es ja einfach verschiedene Dimensionen, in denen wir uns bewegen. Wenn ich heute Nacht einschlafe und mich auf eine Reise begebe, zu einem anderen Planeten zum Beispiel, dann habe ich ja auch da einen Körper, obwohl mein Körper noch auf der Erde im Bett liegt. Ja. Aber trotzdem in dieser Frequenz habe ich auf einer anderen Frequenzebene halt einen physischen Körper. Ja. Also physischen Anführungsstrichen. Ja. Aber letztendlich ist es eine Realität. Und so ist das energetische Wesen der Arcturianer auch eine Realität, wo auch ein physischer Prozess in Anführungsstrichen stattfinden kann. Ja. Oder? Ja. Für die Fortpflanzung. Ja, genau. Okay. Okay, dann haben sie halt irgendwann gehört, der Erde geht es nicht so gut. Ja, unser Planet. Unseren Planeten, der die Cheyenne, und brauchen Unterstützung. Und sind dann in ihre Schiffe eingestiegen und zu unserem Planeten gesegelt. Das hört sich schon sehr komisch an, ja? Das habe ich mit Absicht jetzt ein bisschen gemacht. Ich wollte mich gerne wissen, also ich versuche es halt jetzt für alle so, wenn ich weiß, was die Menschen so denken, und wenn sie sagen Raumschiff, dann stellen sie sich vor, da ist dann ein metallisches Objekt, das da irgendwo rumfliegt und so. Was bedeutet so ein Schiff bei den Arcturianern, mit dem sie sich bewegen im Universum, um zu unserem Planeten zu kommen? Was ist das genau? Also es genau zu erklären ist natürlich schwierig, aber ich glaube, das, was es am besten trifft, wäre ein Gefährt, das zu ihnen gehört, eine Art manifestierte Mehrkörper, mit der sie reisen können, die mit der Manifestation und Kraft der Gedanken angetrieben wird. Und ja, also so wird es mir erklärt. Finde ich sehr schön, dass du es so erklärst. Hätte ich mir jetzt eigentlich auch so erklärt. Hast du mir noch nicht erzählt, aber ich finde es richtig schön. Man kann es eigentlich ein bisschen auch mit der Drachenenergie vergleichen, oder? Ja. Vom Prinzip her. Ja. Ne? Also ihre Technologie oder ihr Bewusstsein ist so weit fortentwickelt, dass sie sich ein Gefährt erschaffen können mit der Kraft ihres Geistes. Und wo viele auch mit reisen können und zu unserem Planeten, wenn man in Raum und Zeit denkt, reisen können. Wenn man in Raum und Zeit denkt. Genau. Und es ist ja, also die Schwierigkeit, finde ich jetzt persönlich, ist natürlich immer wieder, dass wir nur das sehen, was hier bei uns ist, wie es bei uns funktioniert.
Ja, und die Vorstellungskraft, die wir haben, ist halt einfach begrenzt. Aber es gibt so viele Planeten im Universum und so viel Leben und dort gibt es kaum eine Begrenztheit. Also was ich damit sagen will, ist, ob man es jetzt glaubt oder nicht, ja, das sei mal dahingestellt. Ich verstehe es auch, wenn es keiner glaubt. Letztendlich könnten wir das auch. Und wir machen es halt nicht, weil wir halt einfach in diesem begrenzten Verstand leben. Ja. Und uns kollektiv unterstützen in der Ja, Begrenzung. ja, ja. Und deswegen sind ja die Arcturianer dann auch gekommen, um uns aus dieser Begrenzung ein Stück weit rauszuhelfen, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also ich weiß, dass sie gekommen sind, weil sie uns zugewandt sind, weil sie liebend sind. Und man muss sich jetzt auch mal vorstellen, dass Arcturianer haben ja Gefühle. Ja, das ist jetzt nicht so wie bei einem Engelswesen, die bedingungslos diese Liebe leben und das Licht in sich tragen. Ein Arcturianer unterscheidet sich schon deshalb von einem Engelswesen, weil ein Arcturianer Gefühle im Sinne, also jetzt auch nicht so wie wir Menschen, aber sie können bestimmte Emotionen erfassen. Und es hat auch für sie bedeutet, ihren Heimatplaneten zu verlassen, um zu uns zu kommen, um uns zu unterstützen. Also das finde ich schon mal, also wenn man sich das vorstellt, wenn man es mir glauben kann und sich dann vorstellt, würden wir das machen? Würden wir uns von unseren Familien trennen, von unserer Gruppe, um zu einem anderen Planeten zu reisen, um den zu unterstützen? Und nicht zu wissen, wann kommt man wieder nach Hause? Ist das denn so ein Denken bei den Arcturianern? Ist das überhaupt vorhanden? Ich meine, oder andere Frage, ist dieses Reisen zu einem anderen Planeten ein Zeitding? Es ist es auf jeden Fall etwas anders wie diese, ich weiß jetzt gar nicht, wie man das sagt, in der Mitte des Universums das Wirken mit der Göttlichkeit, die Engelswesen, die hohen Lichter, die keine Zeit kennen, wo es keine Zeit gibt. Aber es gibt schon Planeten, wo also nicht eine lineare Zeit, aber wo erfasst werden kann, was linear bedeutet. Und das können die Arcturianer. Da könnte man wahrscheinlich auch noch mit anhängen, man verlässt ja sein Feld, das macht ja auch viel aus, ne? Seine Gruppe, Mhm. seinen Heimatplaneten. Und tritt auch in ein Feld ein, was jetzt noch nicht ganz so lichtvoll ist wie das eigene Richtig, Feld, ne? ja, wo es eine Dualität gibt, wo sie auch gefährdet sind, muss man auch sagen. Also, Inwiefern gefährdet? naja, die müssen ja auch sehr viel auf sich nehmen, um an diese Gitternetze zu arbeiten und zu wirken. Das ist für einen Arcturianer auch sehr anstrengend. Sie müssen sich mit den Begebenheiten wie jetzt ganz einfache Sachen, Sauerstoff und Atmen, Ernährung, das sind Dinge, mit denen sie sich beschäftigen müssen. Das kennen die ja nicht. Und wenn wir jetzt auf einen fremden Planeten reisen würden, müssten uns auch mit bestimmten Begebenheiten auseinandersetzen. Also der Planet oder die oder die Menschen oder wie auch immer das Leben, wie man das jetzt auch bezeichnen möchte, verändert sich ja nicht, weil es ein paar Arcturianer gibt, die uns hier unterstützen. Also die Arcturianer müssen sich anpassen. Hat dich denn mal ein Arcturianer im Physischen besucht? Mehr als einmal, ja. Was bedeutet das? Dass ich Bekanntschaft machen durfte mit Arcturianer, ja. Und was macht das mit dir? Und wie ist dieser Moment? Ich meine, natürlich macht's was mit einem und man ist aufgeregt, aber diese Wesen oder Maries, also hat so viel Humor und so viel Liebe, dass es eigentlich, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, es war eigentlich lustig. Also er hat mir viel Fragen gestellt über die Dualität, was er nicht begreifen kann. Und ich habe natürlich auch Fragen gestellt, aber es war sehr humorvoll.
Jetzt frage ich mal, ich glaube nicht, dass es so ist, aber ich muss trotzdem mal fragen, was ich mir gerade vorstelle. Ich meine, das allererste Mal. Und dann siehst du da einen Menschen vor dir. Ist das schon so ein Augenblick, wo man dann denkt, ist das jetzt wirklich wahr oder hast du das überhaupt nicht gehabt? Das habe ich überhaupt nicht gehabt, weil ich die Energie schon gut kannte und ich wusste auch, wie die ausschauen. Also man kann Arcturianer, selbst wenn sie die Gestalt eines Menschen annehmen, gut unterscheiden von Menschen. Wenn man weiß, worauf man achten muss, dann sieht man es eigentlich sofort. Mhm. Also sie sind unter uns Menschen und man erkennt sie erstmal nicht auf den Nein, ersten Blick. nein, Aber wenn man weiß, worauf man achten soll genau. und auf was müsste man da so achten? Also ich glaube, das darf ich jetzt schon sagen, dass Arcturianer also wenn sie eine Menschengestalt annehmen, eine sehr ausgeprägte Stirn haben, sehr viel größer und kräftiger als wir Menschen. Sie haben andere Ohren, daran kann man es auch erkennen, eine andere Haltung, sie sind meistens auch groß gewachsen. Also da gibt es schon so Sachen, wo man es erkennt. Und wenn man noch deutlicher hinschaut, sieht man es natürlich auch an den Augen. Hm. Ich erinnere mich an den einen Ja, ich auch. Ich habe auch gerade auf dran dem gedacht. Seminar, Ja, der so eine lustige Art hatte, ja, zu lachen oder ja. ja, so kannst du schmunzeln, lachen, grinsen, weiß ich nicht genau. Und da hast du halt mal damals gesagt, Ja. sehr aktorianisch halt. Ja. Ne? Kannst du dich an die Stirn noch erinnern? Ja, ja, eben. Aber echt süßer Kerl, ne? Ja. Total liebenswert. Warum sollten jetzt auch Arcturianer nicht sich auch natürlich für etwas interessieren, was ja, also wir haben ja auch viele Dinge auf unserem Planeten, die für sie interessant sind. Und warum sollte jetzt ein Arcturianer wie Maurice nicht einfach mal also zu einem Seminar kommen? Denk mal umgekehrt. Wenn du jetzt auf dem Planeten wärst, würdest du vielleicht doch auch machen, dass du mal dahin gehst, dir mal das anschaust. Und sie sind ja auch sehr interessiert. Sie wollten, also der Maurice zum Beispiel, also den ich jetzt am liebenswertesten finde, wobei alle liebenswert sind, aber das ist halt mein Ansprechpartner auch. Die interessieren sich ja, also die möchten auch die Dualität verstehen. Sie möchten verstehen, was uns so schwer fällt, warum wir uns so schwer tun, wie sie uns Menschen auch unterstützen können. Sie sind natürlich sehr interessiert an unser Wasser, an unsere Planetenschätze sozusagen, aber nicht, weil sie haben wollen, sondern nur, weil sie es interessiert. Und für jeden Bewohner eines Planeten, und es gibt Tausende davon, wird unser Planet immer als der auserwählte Planet bezeichnet werden, weil Jesus dort gelebt hat. Und das ist für jedes Wesen etwas ganz, ganz Besonderes. Also jedes Wesen im Universum weiß davon, Ja. dass das passiert ist einst. Die sind ja auch ganz anders angebunden wie mir. Die sind ja nicht von dem magnetischen Feld abgerückt. Ja, Zugriff auf alle Informationen. Ja. Ne? Der große Bibliotheken gibt es ja da mit Weisheiten und so weiter und so fort, wo die Zugriff drauf haben. Ja, jedes Wesen im Universum jenseits des Schleiers. Ja. Ne? Genau. Ja. Und manche aber auch trotzdem mehr wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich. Es gibt höher entwickelte Wesen auf Planeten und es gibt Wesen, die Ja, auf einer anderen Ebene. auf noch einer sind. anderen Ebene, genau. Ja. Genau. Okay, jetzt hast du mehrmals das Wort Dualität benutzt. Ich finde es eigentlich ein guter